Ja, hallo zusammen, ich bin der Tobias Und ich bin die Anna. und wir sind immer noch zusammen in Montenegro im Durmitor Nationalpark unterwegs. Und heute werden wir unsere zweite Tour im Nationalpark unternehmen, und zwar auf den Prutas. Brutas, genau. Brutas. Schnucklicher Berg, 2400 Meter, bei ungefähr 1700 geht's los. Und wenn ihr wissen wollt, wie der Weg so ist, Dann bleibt dran und wir schauen es uns zusammen an. Startpunkt unserer Tour war an einem kleinen Parkplatz direkt an einer Panoramastraße südlich des Durmitor-Massivs. Von hier aus ging es gleich sportlich los. Eine kleine Kraxelei und ein doch unerwartet steiler Anstieg folgten. Laut verwendetem Wanderführer sollte dies eine leichte Tour sein. Das konnte ja noch heiter werden. Nachdem der erste knackige Anstieg überstanden war, konnten wir auch schon erahnen, was uns auf dieser Tour erwarten würde. Sagenhafte Blicke auf das Durmitor-Massiv und die weitere Umgebung. Noch ein kleiner Anstieg und es ging erst einmal über ein schönes Hochplateau weiter. Am Ende des Hochplateaus stand uns ein erneuter, kurzer, recht steiler Anstieg bevor. Oben am Sattel angekommen, stellten wir sogleich zwei Dinge fest. Das erste: Der Blick, der sich hier auf das Durmitor-Massiv eröffnet, war richtig geil und könnte einem Geologen eventuell Kopfschmerzen verursachen. Das zweite: Es windete ein klein wenig. Weiter ging es nun über einen schmalen Wiesenpfad bergauf, immer entlang des Bergrückens, knapp unterhalb des Kammes. Und dann kam er endlich in Sicht. Der Gipfel. Oder auch nicht, es war nur ein kleines Vorgipfelchen. Aber hier erhielten wir erstmals einen näheren Blick auf die beeindruckende Westseite des Brutas, welche aus senkrecht aufragenden Felsschichten besteht. Wohl dem, der dann doch einen Geologen in der Wandergruppe hat. Ab hier wurde der Weg nun auch ein wenig anspruchsvoller, mit kleinen Klettereinlagen.
Und dann war es endlich soweit. Der Gipfel war erreicht. Während ich weiter mit der Kamera umherzog, gönnten sich Anne und Beate erst einmal ein kleines Päuschen. Nach dem Aufstieg darf man das auch mal. Die Sicht vom Gipfel war atemberaubend. Im Osten das Durmitor-Massiv mit dem Bobotov-Kuk, dem höchsten Berg Montenegros, im Norden die Tara-Schlucht, einer der größten Canyons der Welt, und im Westen bzw. Süden blickt man auf eine schöne Hügellandschaft mit der Panoramastraße hinab. Nach ausgiebiger Gipfelpause ging es auf demselben Weg wieder bergab. Hier nahmen wir uns auch nochmals Zeit, die Westseite des Berges zu bestaunen. Beim Abstieg entlang des Bergkamms bot sich uns nun auch eine wirklich grandiose Sicht mit meinem persönlichen Highlight im Durmitor, dem Settliner Greda oder auch Sattel Gottes. Die Tour auf den Brutas erwies sich als anstrengender als vom Wanderführer beschrieben. Knackige Anstiege und kleine Kraxeleien erfordern ein gewisses Maß an Ausdauer und Trittsicherheit. Bringt man diese mit, wird man mit einer wunderschönen Panoramatour belohnt. Die Highlights dabei waren das Durmitor-Massiv mit geologischen Besonderheiten, die Tara-Schlucht und ein göttlicher Sattel. Und auch das ein oder andere Blümchen bzw. der ein oder andere Schmetterling für schöne Fotos kann auf der Tour entdeckt werden. Ja, da haben wir es geschafft. Der Brutas ist erwandert. War eine sehr schöne Tour über sehr schöne Wege, schmale Pfade, teilweise sehr steil, teilweise dann aber auch wieder über Hochebenen mit Grasland, sehr abwechslungsreich. Möchtest du noch was sagen? Genau, Bestimmt? schöne Aussichten hatten wir auf den Durmitor Nationalpark, rundherum bis in die Tara-Schlucht rein. Also wenn man da oben ist auf dem Gipfel, das macht schon Laune. Also insgesamt eine wirklich sehr, sehr schöne, aber auch zum Teil anspruchsvolle. Zum Teil Tour. anspruchsvoll Genau. und anstrengend, aber man muss dazu sagen, abwechslungsreich, weil man nach der Anstrengung sich auch immer wieder ein bisschen ausruhen kann Genau. und rumschauen kann. Genau. Also ihr habt dabei mal Passagen über Schotter, kleinere Klettereinlagen und so weiter. Also insgesamt ein sehr schönes Gesamtbild. Genau. Gut, dann würde ich sagen, War's haben das wir's? für heute von uns. Genau. Wir hoffen, euch hat es gefallen, uns zu begleiten. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ganz wichtig natürlich, wie immer, viel Spaß beim Wandern.